ist mir aufgefallen, dass ich immer mit dem Kopf nach Mekka schlafe. Mehr als mein halbes Leben, was ich bis jetzt geführt habe, habe ich sehr sündhaft gelebt. Ich glaube, wären einige Sachen in meinem Leben anders gelaufen, hätte ich nicht zu Gott gefunden, weil dann der Teufel mich so aufgefressen hätte. Wenn ich zu Hause selber bete, bin meistens immer am Weinen, weil mir so die Tränen kommen, weil ich endlich sehe, was mir die ganze Zeit einfach gefehlt hat, dass mir Gott so gefehlt hat in meinem Leben. Ich bin Robert, bin 27 Jahre alt, komme aus Solingen. Ich komme aus einem geschiedenen Elternhaus. Meine Mutter hat meinen Bruder und mich, seit ich 3 bin, alleine komplett großgezogen. Hat sich die besten Mühe, die sie hatte, gemacht. Mit Arbeiten und alles. Es ist nicht einfach. Dennoch hat sie es geschafft, uns beide vor dem Teufel irgendwo zu bewahren in uns selber. Dadurch, dass sie uns viel mitgegeben hat, sehr viel Liebe und Zuneigung zu meinem Bruder und mir mitgegeben, was ich aber bis vor kurzem gar nicht wirklich geschätzt habe, weil ich blind war. Ich bin wohl zur Kirche gegangen, wurde evangelisch auch großgezogen. Nach der Konfirmation mit 13, 14 war es das dann auch leider für mich. Und Gott hatte so einen sehr nebensächlichen Punkt leider in meinem Leben. Ich habe halt einfach eine lange Zeit ihn so aus den Augen verloren. Gott sei Dank sitze ich jetzt hier, doch in die Richtung gegangen, wie es sein sollte. Mein Bruder und ich, wir sind in einem Einfamilienhaus mit meiner Mutter zusammen aufgewachsen. Uns ging es eigentlich immer ganz gut, außer dass halt mein Vater uns halt nicht wirklich unterstützt hat in der Zeit und meine Mutter wirklich alleine war und leider ich ihr auch nicht wirklich geholfen habe als Kind, sondern einfach das so hingenommen habe und einfach, ich hatte keinen Dank, auch von meinen Mitschülern, leider, weil ich auch nicht einfach war, auch ausgegrenzt worden bin und für mich alleine einfach bin. Und jetzt weiß ich natürlich, das hatte alles so seinen Sinn und Zweck. Ich bin sehr dankbar darüber. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Ich glaube, wären einige Sachen in meinem Leben anders gelaufen, hätte ich nicht zu Gott gefunden, weil dann der Teufel mich so aufgefressen hätte. Ich danke euch auch allen, dass ihr mich hier so herzlich empfangen habt und einfach mich so aufnimmt, wie ich bin und ich hier so sein kann, wie ich bin. Und da keine Vorurteile oder sonst irgendwas ist, sondern einfach die Liebe zu Gott im Raum als primäre Sache gilt. Etwas sehr Schönes, etwas sehr Erfüllendes und sehr, ich finde da gar keine richtigen Worte zu, weil mich das so glücklich einfach macht. Auch jetzt, wo ich konvertiert bin, wenn ich zu Hause selber bete, bin meistens immer am Weinen, weil mir so die Tränen kommen, weil ich endlich sehe, was mir die ganze Zeit einfach gefehlt hat, dass mir Gott so gefehlt hat in meinem Leben. Und ich will Gott einfach alles zurückgeben. Alles, was er mir in meinem ganzen Leben gegeben hat. Ich habe vom Herzen her wie die Liebe zu meiner ersten Freundin. So fühle ich mich innerlich in meinem Herz. Also richtig wahre Liebe einfach herrscht. Und seit 2 Jahren habe ich Leukämie. Ich habe mich so fertig gemacht in dieser Zeit immer. Das ist wegen mir, weil ich ein schlechter Mensch bin. Ich habe gar nicht richtig verstanden, warum das so ist. Von meinem Gefühl her, was ich nach außen hin und auch innerlich hatte, war sehr gottlos. Und das ist gerade so, ich weiß es nicht, sehr viel einfach. Mehr als mein halbes Leben, was ich bis jetzt geführt habe, habe ich sehr sündhaft gelebt und sehr einfach nicht in Ordnung. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt auch drüber nachdenke, es macht alles Sinn, warum es mir da so schlecht ging. So viel Schlechtes einfach gemacht habe. So viel, was Gott nicht möchte. Wie Alkohol trinken, wie Partys machen, Drogen nehmen. Das ist einfach die Verführung vom Teufel, um in seinen Bann zu geraten. Es ist sehr schwierig, dem aus dem Weg zu gehen, weil der uns jeden Tag begleitet. Aber wir müssen alle versuchen, den jeden Tag zu erkennen und ihn zu bekämpfen. Und wir werden nicht ins Jenseits, sondern in die Hölle kommen. Es hat natürlich nicht nur alles schlechte Zeiten gehabt, sehr viele schöne Zeiten auch, wofür ich sehr dankbar bin. Trotz den ganzen Umständen, die waren, keinem Menschen vertraut habe, recht schlechte Verhältnisse zu meinen Eltern, auch zu meinem Bruder. Vor allem das schlechte Verhältnis zu mir selber. Also jeder Mensch, der da Gott sei Dank zu Gott gefunden hat, hat sich von mir abgewandt. Gott sei Dank. Sonst hätte ich die im schlimmsten Fall sogar vielleicht noch mitgezogen. Das weiß man natürlich nicht. Mit 15 meinen ersten Aufenthalt in der Psychiatrie hatte, mir gesagt worden, ich bin depressiv und hätte ADHS, war vielleicht zu dem Zeitpunkt auch wirklich so, weil ich mich so einfach gefangen hatte. Ich bin sehr froh, dass meine Mutter mich damals da hingebracht hat, das hat mir geholfen, um mich selber auch zu verstehen. Also nachdem ich das erste Mal in der Psychiatrie war ich wie neu geboren, auch dadurch, dass ich Medikamente bekommen habe, die mich auch
einfach so Sog oder beziehungsweise alles, was so in meinem Kopf ist und alles, das hat das alles verändert. Wie so 'n Tunnelblick hatte ich durch die Medikamente. Also, ich war wohl gut gelaunt, aber ich war trotzdem einfach nicht so wirklich bei mir. Ich stand immer neben mir, in 'nem Tunnel gefangen, der gar keinen Ausgang hat. Das heißt, dass ich anscheinend diese Krankheit, die ich jetzt habe, brauchte, damit ich endlich aufwache und endlich zu mir finde und einfach mich selber schütze und zu Gott finde und einfach zu der Leukämie. Also, vor einem Jahr habe ich's erfahren und laut den Ärzten habe ich's schon 2 Jahre. Vor 2 Jahren habe ich das so gemerkt, dass ich nachts wach geworden bin, extrem schweißgebadet war, total am Frieren war und ich in mir so verkrampft war, dass ich auch gar nichts mehr machen konnte. Da hat sich für mich in meinem Kopf auf einmal so: „Was ist los?“ Und das war nicht das erste Mal. So beim ersten Mal habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Beim zweiten Mal auch nicht. Beim dritten Mal auch nicht. Das war beim fünften, sechsten Mal, dann habe ich mir wirklich gedacht: „Was ist los?“ Bin ich zum Arzt gegangen, er hat mir Blut abgenommen. Am nächsten Tag war ich ganz normal in der Schule, kam ich nach Hause von der Schule. Der Doktor war vorhin gewesen: „Du sollst dich mit den Unterlagen sofort im Krankenhaus melden.“ Ich war total schockiert gewesen. Das war unser letzter Schultag, den wir hatten vom Block. Wir sind da essen gegangen. Ich habe mir da auch 2, 3 Cocktails getrunken, also eher betrunken und habe das Ganze einfach gar nicht ernst genommen. Genau mit dieser Einstellung auch im Krankenhaus. Verlustigt. Unabhängiger Arzt, der da war, mir gesagt hat: „Ja, das sieht aus, als hätten Sie Krebs.“ Und in dem Moment ist mir alles von den Augen gefallen und ich war mehr als schockiert. Ich habe überhaupt gar nicht mehr gewusst, was mir wohin mit meinen Emotionen gar nicht. Ich war wie in dem Moment auch einfach gelähmt. Von Freitag bis Donnerstag, bis ich das Ergebnis hatte, das waren die schwersten Tage meines in den letzten Jahren. Es ist einfach so viel Trauer, Wut und alles an Emotionen rausgekommen. Auch gleichzeitig ist etwas sehr Schönes passiert, nachdem ich aus dem Krankenhaus war, nämlich eine leichte Einsicht und das Leben so genießen, weil es halt eben so kurz ist, wie es ist jeden Tag. Vor einem halben Jahr ging es mir auch ein paar Monate lang richtig, richtig schlecht, wo ich gar keinen freien Tag hatte von Schmerzen, sondern einfach ich mich wirklich nur gequält habe einfach. Zu der Zeit kam 'n Kollege, der Arab, hat mit mir halt einfach über Gott gesprochen und hat mich sehr berührt, mich ein bisschen offener gemacht zu dem Thema Gott. Mir helfen wollte, den Glauben endlich zu finden. In mir ist was abgegangen dadurch, dass der Arab mit mir darüber gesprochen hat, mir auch selber darüber Gedanken macht und ich aber auch, wenn ich an die Zeiten davor gedacht habe, jedes Mal, wenn ich irgendwas durch Freunde oder sonst vom Islam gehört habe, ging es mir gut dabei. In den letzten Jahren würde ich sagen, mehrere Leute sind auf mich zugegangen und haben versucht, mir Gott näher zu bringen, sei es von der evangelischen, katholischen Kirche oder von den Zeugen Jehovas. Ich habe mich dabei aber nicht wohlgefühlt. Ich habe da diese Liebe, die ich jetzt habe, die habe ich da nicht gespürt. Dadurch, dass mir das selber in den letzten Wochen so durch den Kopf gegangen ist und ich mir einfach auch selber Gedanken gemacht habe und selber auch gelesen habe über den Koran, dass das Richtige einfach ist. Was ich ganz lustig finde, das ist mir erst aufgefallen, als ich mir die Qibla-App runtergeladen habe, nach Mekka gesucht habe, ist mir aufgefallen, dass ich immer mit dem Kopf nach Mekka schlafe. Ich war voll fasziniert davon, weil das so unterbewusst einfach ist. Er hat mir so viele Zeichen geschickt, die ich aber nicht gesehen habe. Ich war so blind war ich einfach. Und es ist einfach schön, dass ich jetzt viel mehr die Zeichen von Gott sehe und auch danach handeln kann. Der innere Dschihad bei mir beginnt sich zu verwandeln. Ich habe eine unheimliche Verwandlung, die ich in mir selber durchgehe, seit ich beim Islam bin, was unglaublich einfach ist. Ich kann das gar nicht beschreiben, seitdem ich so eine Liebe einfach in mir spüre und ich weiß, wofür ich alles mache und wofür ich täglich auch aufstehe und umso mehr habe ich mehr Motivation, auch wenn es mir nicht gut geht. Mir ging es heute Morgen zum Beispiel ganz miserabel. Ich habe echt schon gedacht so: „Schaffe ich das überhaupt? Schaffe ich das heute, hier dieses Interview zu führen?“ Ich habe trotzdem heute Morgen immer wieder gesagt: „Danke Gott, dass du mir die Geduld gibst, dass ich das aushalte, dass du mir die Kraft gibst, dass ich es einfach schaffe.“ Seit ich mir das selber sage und einfach immer wieder in mir selber reinrufe, geht es mir mit meiner Krankheit tausendmal besser. Seitdem habe ich öfters das Gefühl, dass ich gar nicht krank bin, weil es ist da, ich bemerke das, es schränkt mich ab und zu mal ein, aber dann sage ich: „Okay, es ist alles gut, ne? Es hat einen Sinn, es soll so sein.“ Und bei mir brennt es richtig innerlich und ich habe einfach so ein richtiges Feuer in mir, ne, jetzt die Tage erst gelernt habe, dass ich mich nicht stressen lassen soll, auch wenn ich Gott alles, was er mir gegeben hat, zurückgeben möchte. Auch wenn ich das nicht kann, weiß nicht wie. Das Einzige, was ich machen kann, ist einfach ein guter Moslem zu sein und einfach nach den Büchern zu leben, täglich 5-mal zu beten, so gut es geht. Und wenn ich es vergesse, es nachzuholen.
Also der Glauben an Gott, der war immer da. Es kann nicht sein, dass das alles hier einfach so durch Zufall entstanden ist. Das geht einfach nicht. Egal welcher Wissenschaftler kann sehen, was er will. Das ist einfach viel zu komplex und viel zu präzise, dass es einfach nicht von Gott sein kann. Wo ich klein war und jugendlich war, wurde von den Menschen um mich herum immer ins Negative gebracht. Ne? Also dass halt Leute, die Islam folgen, immer sich in die Luft sprengen, um andere Menschen zu töten und so weiter. Und immer der Islam immer böse ist. Weiß jetzt, das ist es nicht. Es geht einfach um sehr viel Liebe und Zuneigung. Und das haben die ganzen anderen Religionen einfach nicht. Vor ein paar Tagen saß ich am PC und habe einfach ein Rennspiel gespielt, war da voll dabei, habe mich damit so beschäftigt. War alles so ganz cool. Und dann kam irgendwann in mir so ein Gefühl, so irgendwas ist. Sollst du nicht lieber was anderes machen? So ein Gefühl war in mir. Weiß nicht warum, aber in dem Moment, ich habe gedacht so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ne? Mein erster Gedanke war beten. Da habe ich mir gedacht, da wusste ich noch gar nicht, wie das so richtig geht. Ne? Ja, es gibt auch diese eine App, die zeigt, in welche Richtung du dich beten musst und so weiter. Ohne drüber nachzudenken, habe ich im Play Store direkt eingegeben, runtergeladen. Da hatte der Arab mir auch eine App gezeigt, mit unterschiedlichen Büchern übersetzt in Deutsch. Und da hat das angefangen. Da habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt, aber ich hatte gar keinen Kopf richtig dafür. War irgendwie unkonzentriert. Dann habe ich das beiseite gelegt, dann kam diese Eingebung, dann habe ich die App geöffnet und habe gesehen, noch 10 Minuten verbleiben. Ich hatte noch nie so eine Panik in mir gehabt. Ich habe doch Zeit gehabt, das Gebet zu machen. Es ist immer Puffer dazwischen. In dem Moment habe ich das nicht gewusst. Ich habe einfach nur gedacht, so, in 10 Minuten läuft das, aber ich muss jetzt. Ne? In mir war so, muss ich jetzt oder ist es noch? Ich wusste gar nicht, was los war. Ich war total verwirrt. Einfach nur, ich habe nur gesehen, so 10 Minuten und war einfach nur irgendwie Panik ein bisschen. Direkt habe ich gedacht, so, Dank für dieses Zeichen. So, weil er hat mich ja zum Gebet gerufen, sozusagen. Das hat für mich in mir sowas verändert, dass auch die nächsten Tage danach immer wieder so Kleinigkeiten kamen. Das war lustigerweise das erste Buch, wo ich die App aufgemacht habe. Ich mir gedacht, ey, das ist, wie passend ist denn das? Das war Schicksal einfach, dieses Buch zu sehen. Und seit ich dieses Buch gelesen habe, geht es mit meiner Krankheit auch mir 1000-mal besser. Ich kann da ja mal 2 Sachen vorlesen, die ich mir markiert habe, ja, die mich einfach da glauben lassen haben. Das ist zum Beispiel ein Satz aus dem Buch Heilmittel für Kranke, was für mich sehr sinnvoll war und wo bei mir richtig das Herz aufgegangen ist. Die Krankheit lässt dir aus deinem Kapitel einen großen Verdienst als Frucht erwachsen. Ja, sie lässt der raschen Vergänglichkeit dieses Lebens keinen Raum, bewahrt es, verlängert es, damit die Früchte bleiben, nachdem es vergangen ist. Jetzt, wo ich den nochmal lese, ich habe richtig Gänsehaut in mir. Das war der erste Satz, den ich gelesen habe, der für mich so schlüssig einfach war. Ich habe das direkt markiert. Das hat mich so von innen einfach berührt. Es ist wahr. Deswegen, jeder, der krank ist und dieses Video sieht, macht euch nicht so viele Gedanken. Dank Gott, dass ihr krank seid. Und wenn es euch wirklich sehr, sehr schlecht geht, bittet um Geduld, dass es wieder vorbeigeht. Soweit ich weiß, bist du jetzt zum ersten Mal in so einer muslimischen Gesellschaft. Wie hast du dich hier gefühlt? Wie zu Hause. Wirklich, seit der ersten Sekunde habe ich mich so gefühlt. Wo ich hier reinkam, Schuhe ausgezogen habe, den ersten Schritt hier auf diesen Teppich gemacht habe, da war ich voller Freude. Und ich habe auch einfach gemerkt, alle, die um mich herum waren, die haben sich genauso gefreut wie ich. Einfach sehr schön. Es hat sich wirklich viel verändert. Allein in diesem einen Tag. Nur in diesem einen Tag hat sich so viel in mir selber verändert, weil ich einfach mir so viele mehr Gedanken mache und nicht einfach alles so hinnehme, wie es ist. Und es ist so schön einfach, sich das bewusst zu machen. Ich sehe die Menschen draußen ganz anders als vorher. Es ist einfach unbeschreiblich. Und ich merke auch gerade, dass ich alles jetzt endlich mal rauslasse, was mich mein ganzes Leben lang so gequält hat, um auch selber nochmal drüber nachzudenken, was war da eigentlich so in den letzten 27 Jahren. Es ist unfassbar schön einfach. Es geht jetzt an alle Menschen, die krank sind und auch damit zu kämpfen haben, wo es ihnen so schlecht geht, dass sie Zweifel kommen und wieder verliert. Sagt euch, von Allah kommen wir und zu ihm kehren wir wieder zurück. Und wenn du krank bist, gibt er dir Genesung. Also hab Geduld. Die Krankheit wird vorübergehen. Nutze, dass Gott sie dir gegeben hat, um dich selber kennenzulernen, um die Vergänglichkeit kennenzulernen, um dankbar zu sein, um auch einfach zu bitten, dass, wenn es dir richtig schlecht geht, du Geduld hast, das nicht dich vom Teufel beeinflussen zu lassen, sondern weiter an Gott zu glauben und den Weg niemals zu verlieren. Und wenn deutsche Brüder oder Schwestern sich nicht entscheiden können oder mit sich selber zweifeln, ob der Islam was für sie ist oder nicht, oder ob du das für dich selber und für Gott machst. Es werden immer Menschen kommen, die sagen, das, was du machst, ist nicht in Ordnung. Vor allem, wenn du Deutscher bist und evangelisch, katholisch bist, aber du merkst, das ist nichts für dich. Der Islam hat die Liebe in sich, die du brauchst. Jede Gemeinde, die muslimisch ist, würde euch mit Herzen aufnehmen. Fragt einfach die Menschen, die schon beim Islam sind. Hinterfragt das, was sie sagen und ob das Sinn für euch macht und liest den Koran.
liest die Bücher, informiert euch, macht euch selber ein Bild davon. Lasst euch nicht von irgendwelchen Meinungen, die Menschen halt einfach haben, durch irgendwelche Einflüsse, die Menschen machen, die leider negativ sind. Geht euren eigenen Weg. Den Weg, den euch Gott gibt, verzweifelt nicht. Hört in euch selber und wenn Gott euch Zeichen gibt, dann geht diesen Zeichen nach. Und bitte abonniert den Kanal, liked und verbreitet einfach die Botschaft weiter. Es gibt bestimmt genug Menschen da draußen, die so voller Zweifel sind, dass sie gar nicht ihren Weg richtig zu sich gefunden haben und die brauchen einen kleinen Schubser. Gebt den Leuten den. Ne? Zeigt den Leuten unseren Kanal hier, zeigt den Leuten den Islam, zeigt denen, was für eine Liebe Gott euch gibt. Damit möchte ich eigentlich Danke sagen. Wer bis jetzt hier geguckt hat, Dankeschön. Vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert gerne den Kanal, gebt uns gerne einen Daumen hoch, kommentiert auch gerne, was für Erfahrungen ihr gemacht habt in eurer Umgebung mit Menschen, die nicht muslimisch sind oder auch Leute, die konvertiert sind. Wenn jemand Lust dazu hat, seinen Weg zum Islam zu erzählen, gerne kontaktiert uns, auch wenn ihr euch nicht sicher seid, wenn ihr auch diesen Antrag habt, eure Geschichten weiteren Menschen weiterzugeben, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der genauso gefühlt hat wie ich.